willkommen in meinem neuen Auto. Herzlich willkommen, oh, ein bisschen stumm, in einer neuen Folge. Was haben wir heute? Wir haben eine Horsch Tiger Drill, wir haben eine Primera DMC und wir haben eine Clayton Drill und machen damit einen Blockversuch. Heute alle drei Maschinen nebeneinander. Ganz spannend, ganz interessant. Ja, wir haben eigentlich mega viel zu filmen. Wir haben hier einen Axion TerraTruck. Da vorne fährt ein 939, aber der ist mit Amazone gekommen. Und wir haben ganz vorne, das muss ich euch nachher zeigen. Ich muss euch nachher das Highlight zeigen, definitiv. Also wir machen hier einen Versuch mit 3 Drillmaschinen. Direktsaat, Strip-Till-Saat, Mulchsaat. Das ist heute unser Versuch. Immer 12 Meter Blöcke, 12 Meter Tiger Drill, 12 Meter Tante und Onkel von Sebastian. Deswegen habe ich ihm geschmunzelt. 12 Meter Clayton, 12 Meter Direktsaat. Das ist heute unser Programm. Wir gucken uns die unterschiedlichen Versuche an. Ich habe einen Spaten mit, ich muss nicht permanent hier fahren. Ich habe, nachher kommt Detlef oder Svenny, die fahren die ganze Zeit so, da habe ich Zeit zum Filmen. Und dann gucken wir uns die Verfahren an, gucken uns die Saatablage an und ja, werden das im Laufe der AKF beobachten. Spannendes Projekt. Hat sich komischerweise zufällig ergeben. War gar nicht so grundsätzlich geplant. Also Clayton Tiger Drill war geplant. Nach Maishäckseln, das war klar. Und ich hatte bei Amazone vor einem Monat angefragt und hatte gesagt, wie sieht's aus? Nochmal Direktsaat in den Maisstoppeln rein. Ja, Lisa? Ja? Fahre ich Biogas oder fahre ich komplett durch die Stadt? Fahr rechts. Also durch die Stadt? Ja. Alles klar. So, vorne, Lisa ist nämlich Begleitfahrzeug. Es ist so geil. Ihr müsst nachher das Begleitfahrzeug sehen. Das ist einfach der Hammer. Genau, und die Primera hatte ich schon abgehakt, weil die meinten, nee, wir haben keine eigenen MacPom. Wir haben die immer Michel hat. Michel Dier. Kennt ihr alle aus den Videos. Und wir kriegen das wahrscheinlich nicht hin, aber wir melden uns. So, dann haben die Dienstag angerufen. Wie sieht's aus? Morgen mit der Primera. Ich sage, nee, morgen geht ja gar nicht. Wir haben Silo zu decken, die Clayton kommt, ich krieg den Axion TerraTruck. Irgendwas müssen wir da geschaukelt kriegen. Und dann habe ich gesagt, kriegen wir es auf Donnerstag vielleicht? Ja, müssen wir gucken. Ja, Donnerstag hat aber geklappt. Ich habe nämlich heute auch, ich habe mir noch einen Filmer bestellt von BPM Agrar. Viele Grüße gehen raus an BPM Agrar, Leute. Könnt ihr mal gucken, mega geiler Kanal. Einer der Filmer, Paul ist heute hier, um mir bei den Aufnahmen zu helfen, weil das ist mords viel. Ich hatte ursprünglich bis jetzt auf dem TerraTruck gepocht, aber jetzt haben wir sozusagen mehr Aufnahmen und können daraus mehrere Videos machen. Ist für euch eigentlich ganz geil. Genau, deswegen Paul habe ich mir bestellt. Ich wusste auch nicht, wie es zeitlich, habe ich einen Fahrer hier für die Maschine oder sind wir ganz eng eingebunden. Aber bis jetzt geht's und wir fahren jetzt hier da zu dritt. Ich weiß gar nicht, ob man da vorne das Begleitfahrzeug sieht. Ich filme euch das nachher. Ist eine spannende Sache. Ich bin hier mega gespannt auf den Versuch. Hallo! Und herzlich willkommen in meinem neuen Auto. Was soll ich noch erzählen? Leute, Heute ist das Ding geil. es ist so witzig. Es ist wie so ein bisschen wie so ein Golfcaddy. Es macht so Spaß, damit durch die Gegend zu fahren. Es ist so der Hammer. Wie kommen wir eigentlich dazu, Lisa? Ich war auf der Mela, bin mit meinem Freund Ole ein bisschen bei Kubota gewesen. Oh! Moment. So. Bei Kubota gewesen. Wir haben so ein bisschen über Technik gequatscht. Ja, was findet ihr denn noch so interessant? Und dann mit mal habe ich dieses kleine Schmuckstück stehen sehen. Und mal so, Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja ein bisschen wie John Deere Gator. Aber das Ganze hier von Kubota. Und die meinten dann auch gleich, ja, findest du das interessant? Ich sag, Alter, der will.
Die haben aber zuerst gedacht, du meinst das gar nicht ernst. Doch, das war mein purer Ernst, das Ding ist der Hammer. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir würden den gerne mal ausprobieren. Und dann Genau. kam er mit dem LKW. Gestern kam er an. Und ja, was machen wir? Also generell ist so ein Ding eigentlich ganz geil als Firmenfahrzeug. Du kannst da ein Schneeschiebeschild ranbauen, Kehrbesen. Hinten hast du eine Ladefläche, da kannst du das Ganze abkippen. Dann hast du noch eine Anhängerkupplung und Du das kannst Ding eine mobile Tankstelle sogar genau, raufmachen. achso, eine halbe Tonne Traglast von dem Teil. Die haben da sogar Ösen für Spanngurte und sonst irgendwas. Also zur Ladungssicherung ist alles schon vor. Genau, mein besorgt. Vati habe ich gesagt, wir könnten auch eine Seilwinde noch dran festmachen. Wenn er ein Schwein schießt, kann er sich das damit hochziehen und muss sich nicht selber immer quälen. Das ist total genial. Wir können schön Bodenproben machen, wir können das für die AKF nutzen, wir können zum Bloggen nutzen, wir können schöne Aufnahmen machen für den Maschinen. Das war eigentlich mein Grundgedanke. Mein Grundgedanke war ja eigentlich, dass die Bodenproben dann mit dem Farmlappen zu nehmen. Wir können Schneckenkorn damit streuen. Genau, und dann sozusagen über die bearbeiteten Flächen oder die ausgewachsenen Flächen zu fahren und dann die Proben zu nehmen. Weil wenn wir im Frühjahr ja auch Entmimpe proben wollen, müssen wir ja auch über Weizenflächen fahren oder sowas. So wie da, ne? Wenn er halt ausgekeimt ist, oder ausgekeimt ist nicht, aber wenn die Fläche bewachsen ist, kannst du halt nicht mit Auto drauf umherfahren. Und da ist so ein Ding einfach Hammer. Ist so ein Ding Hammer? Es macht super Laune, da wirst du fahren. Ich sitze hier die ganze Zeit und freue mich. Das ist so geil. Das macht echt Laune. Wofür nehmen wir das noch heute? Ja, als Kamerawagen. Ja, das meine ich doch. Habe ich da vorhin schon gesagt, man kann sogar damit Aufnahmen machen und so. Also heute dient es hauptsächlich erstmal als Kamerawagen. Heute ist auch der Ersteinsatz tatsächlich. Ja, genau. Gestern kam das auf. Also gestern war total krass. Gestern war Clayton, Axion Terratruck und der Kubota. der Kubota und heute noch eine Primera. Ja, also heute kam alles zusammen. Also heute war hier richtig Bambule auf dem Acker. Und wir können schön die ganze Zeit mit dem Wagen hier durch die Gegend fahren, Aufnahmen machen, vor dem Trecker fahren, schnell rausbringen, Fotos machen, wieder losfahren. Du musst nicht die ganze Zeit warten, dass einer zurückkommt oder nicht. Also es ist schon... So, Der hat sogar Allrad. gibt's dich jetzt auch in schnell? .40 fährt er. 40 fährt er. So witzig. So ein bisschen wie Go-Kart fahren. Was denn? Lass doch nach vorne filmen. Ich zeige euch jetzt das nächste Geile, was das Ding kann. Was denn? Ach so, ja, wir können die Scheibe aufmachen. Dürfen wir uns so nicht festfahren hier. Aber mit Allrad sollte das kein Problem sein. Guck dir mal an, wie rackig das Ding ist. Ist das geil. Ah. Soll ich links nebenfahren? Ja, ist egal, wie du daneben fährst. Kannst du besser filmen. Ist aber gut schwammig hier drauf. Ja, weil das gelockert ist. Ja, das merkst du richtig. Kommst du vorweg? Hä? Kommst du vorweg? Ja. Da drüben haben wir heute noch einen kleinen Patienten. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es seht, man macht ist der Keilriemen von der Lüftung gerissen. Aber das ist die Werkstatt schon bei, der dürfte wir ja wieder laufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist das erste Mal, dass der überhaupt ausgefallen ist und anhalten musste. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das normal passiert ist. Ansonsten ist der nur durchgefahren. Mach mal wieder zu. Wird frisch hier drin. Mit frisch. Der hat sogar eine Lüftung. Du kannst Genau. sogar heizen drinnen. Muss nicht frieren. Nee, ist wirklich sehr warm. Ja, es wird sehr muckelig hier. Ich weiß aber nicht, ob das der Regler ist, um das hoch und runter zu stellen oder was das ist, um ehrlich zu sein. Aber Vielleicht hier ist Lüftung. Meinst du, vielleicht schraubt man das Dach auch einfach auf und zu damit? Aber es sieht doch aus, hat doch unseren roten Ja, Zeiger eben, da dran. deswegen bin ich davon ausgegangen. Hier haben wir den
Scheibenwischer und hier haben wir halt alle anderen, ne? High, Low, Hupe, Rückwärtsgang, Blinker, Arbeitslicht. Wir haben sogar eine Rundumleuchte. Hier kannst du denn noch ein Allrad oder Das Gegenteil von Allrad. Halbrad. Halbrad. Und hier hast du noch die ganze Bedienung von der Ladefläche hinten. Also sehr schön kompakt, alles klein. So, und damit ihr jetzt gleich seht, wie geil und wie stolz Lisa von außen fährt, fährt sie jetzt einmal kurz an mir vorbei. So, was machen wir denn eigentlich hier, Hannes? Ich habe schon anmoderiert. Wir machen einen Streifenversuch. Oder 3 Streifen sind es ja eigentlich. Immer 12 Meter Grubbersaat mit der Tiger Drill, 12 Meter mit der Clayton Strip-Till-Variante und 12 Meter mit der Primera in Direktsaat. So wie das Ganze jetzt tatsächlich aussieht, dann nehmen wir uns jetzt mal den Spaten. Wo ist der Spaten? Der Spaten. Ja, ihr habt doch einen Spaten mit. Du hast einen Spaten im Bus packen, aber wir sind ja nicht mit dem Bus. Nee, ich habe eigentlich gesagt, bring mal einen Spaten mit. Nein, ich kann dir die, da. Moment, Leute. Moment. Warte, jetzt muss ich aber noch die richtige finden. Ist die das? Ich bin hier eigentlich gleich fertig und ich kann auch nicht aussteigen. Ich muss mich echt beeilen, weil die Primera kommt gleich und dann muss ich eigentlich auf dem Hof sein. Ich habe jetzt hier noch 2 Runden und Das dann bin ist ich die nicht, durch. warte. Schmeiß mir schon bitte einen Spaten in den Bus. Ha! Nicht, dass wir den nachher vergessen. Ha! Schmeiß mal bitte einen Spaten in den Bus. Wir sind hier aber nicht im Bus. Kannst du sehen? Und du hast gesagt, nee. Jetzt habe ich es schwarz auf weiß an. Wir haben hier keinen Spaten mit. Ich habe gedacht, du hast dir den noch in die Träger geschmissen. Aber kannst du nicht. Detlef und Svenny kommen gleich. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob da ein Spaten drin ist. Das ist doch der Bus. Ja, aber ich habe keinen Spaten in den Bus gepackt, weil wir nicht mit dem Bus fahren. Alter, das war der ultimative Bluff gerade und dann ist der nicht aufgegangen, weil du festgestellt hast. Ja, ich habe keine Spaten in den Bus gepackt. Meine Frau hat mich skrupellos angelogen gerade. Oh mein Gott. Ich ruf mal Detlef an, vielleicht ist er noch im Auf jeden Fall wird das eine spannende Sache, auch für die AKF. Wie das dann nachher alles aussieht. Und dann können wir gleich mal ein bisschen buddeln. Und dann fahren wir da wieder mit unserem Ganggefährten. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir einen Spaten kriegen. Oh, Mikrofon, Leute. So, da sind wir wieder. Wir haben den Versuch wie folgt aufgebaut. Grubbersaat, Strip-Till, Direktsaat und das Ganze immer wieder wiederholen. Ungefähr 70–80% des gesamten Feldes. Ich habe heute Morgen den Drillmaschinen jeder ein Big Bag reingemacht. Nur die Clayton, die hat im Prinzip mehr gekriegt. Die soll das Feld sozusagen vollenden. Ja. Was wollen wir? Was will ich eigentlich sehen? Ich will eigentlich sehen, ja, ist Bodenbearbeitung notwendig oder nicht? Oder geht es auch ohne? Und dann auch die Abstufung. Richtig grubbern, drillen? Oder reicht auch Strip-Till bzw. streifenweises Lockern und Drillen? Oder geht es auch komplett ohne? Komplett ohne gucken wir uns gleich an. Fangen wir erstmal mit dem Grubber an. Also wie ihr seht, tatsächlich auch mit den schmalen Scharen, wir fahren auch hier mit der Aussaatrichtung, mit den schmalen Scharen bleibt trotzdem noch Maispflanzen stehen, weil wir halt nicht den kompletten Bodenhorizont mischen und lockern. Ne? Haben uns dies ja schon mal angeguckt. Können wir uns im Prinzip mal so einen Ausschnitt ausgraben, wie das Ganze hier aussieht. Das heißt, wir haben Bereiche, die sind tief gelockert, wie hier. Und dann Bereiche, die sind nicht gelockert. Hier zum Beispiel sehen wir gleich, hier ist die Saat jetzt. Da, zufälligerweise hier neben dem Halm. Da, wenn wir die jetzt so hochgraben, da seht ihr die Saat? Da war sie im Prinzip in dem Boden drinne. Und ja, genauso sollte das Bodenprofil im Prinzip aussehen. Oh, hier haben wir schon Regenwurm. Seht ihr halt auch, die bleiben halt auch zum Teil erhalten, wenn wir die nicht mit Spaten abstechen. Hier haben wir noch eine Maiswurzel, die ist halt auch noch ziemlich intakt. Also gucken wir uns das Bodenprofil mal an, wie es denn so aussieht. Wir haben hier 19 Schare dran auf
insgesamt 4 Meter und alle mit einer Breite von 5 Zentimeter. So. Das heißt, im Prinzip wird gar nicht der ganze Bodenhorizont gelockert. Das kann man natürlich auch machen. Man kann breitere Schare fahren, dann mischt man noch intensiver. Aber wie intensiv muss man eigentlich mischen, wenn man nach Mais arbeitet? Meiner Meinung nach gar nicht viel. Und genau so, denke ich mal, kann man es gut erkennen hier. Das Glatte hier ist im Prinzip unbearbeitete Fläche. Hier haben wir bearbeiteten Horizont. Ne, der ist weich, der krümelt. Und hier hinten kommt wieder bearbeiteter. Irgendwo hier zwischen. Ne? So sieht das im Prinzip bei uns aus. Hier oben dann irgendwo die Saat zwischen. Mal gucken, ob wir sie irgendwo hier finden. Da, hier war sie drin, da ist sie drin. Müssen wir natürlich wieder gleich glatt machen. Das ist im Prinzip die sogenannte Mulchsaat. Wir mischen Material, bei mir schon in einer sehr abgespeckten Version, die Mulchsaat, weil wir durch die schmalen Schare im Prinzip nicht mehr den gesamten Bodenhorizont mischen. Was hat das für Vorteile? Im Prinzip lockern wir den Boden noch, aber halt nicht mehr auf 100%, spart halt Diesel und Kraftstoff. Und Bodenverdichtung lösen wir halt doch noch, weil sie letztendlich etwas plattenartig hochbrechen. Wir sind jetzt hier die gesamte Fläche nochmal mit einer Güttlerwalze abgefahren. Da vorne kommt Svenny, da können wir uns das gleich nochmal sehen. Zum einen, damit wir das Ganze anwalzen, die Saat, kann man ein bisschen besseren Feldaufgang begünstigen und die Kläden hat natürlich keine Rückverfestigung, sodass man das im Prinzip mit so einer Walze macht. Der Nebeneffekt halt, wir drücken nochmal alle Stängel an, wie ihr seht hier, die halt stehen bleiben, die sind schön kaputt. Da, hier, die jetzt nicht, der ist ganz, ne? Also wir haben auch noch eine entsprechende Zünslerwirkung. Ich mag auch die Theorie aufstellen, wenn einer hier so ganz ist und heil ist und so stark gegenhält, ist da auch kein Zünsler drin. Hier ist ja alles weiß und sauber. Und wir brauchen ja tatsächlich nur die bearbeiten, wo der Zünsler drin ist, rein theoretisch. Das heißt, die müssen wir eigentlich nur kaputt machen. Alles andere ist theoretisch Energieverschwendung. Also die heilen Weißen hier, die dürfen auch richtig ganz bleiben. Hier ist wieder eine komplett zerquetscht. Und wir haben die ja schon entsprechend mit dem Orbis richtig doll aufgefasert gehabt. So, da kommt jetzt Svenny, die Walze ist von Güttler. Wurde mir jetzt für diesen Versuch zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Eventuell gönne ich mir so ein Teil auch nächstes Jahr, weil es hat auch so sehr, sehr viele Vorteile. Der Boden wird nochmal schön nachgerollt. Und ja, im Prinzip hat das auch gewissermaßen eine Zünslerwirkung. Haben viele von euch geschrieben, dass sie es damit machen. Und das sieht man auch hier, ne? Also teilweise richtig schön zerquetscht. Wir machen es jetzt natürlich nach der Saat. Theoretisch kann man es auch vor der Saat machen, dann muss man aber nach der Saat nochmal walzen. So. Und das wollten wir ja nicht, deswegen machen wir es einmal in diesem Verfahren. Obwohl wir hier auf diesem Standort auch ganz wenig Zünslerbefall hatten. Also es ging fast gegen 0. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal mit der Kläden an. Hier das nächste Feld. Dann müssen wir natürlich gucken, wenn es noch ein bisschen länger jetzt hier so diesig bleibt und ein bisschen regnet, müssen wir natürlich anhalten, weil der Boden dann anfängt zu kleben. Ist natürlich suboptimal, dass wir jetzt hier so ein Wetter haben. Genau, jetzt haben wir hier die Kläden im Prinzip. Wie sieht das Ganze hier aus? Da haben wir ein ganz schmales Schar, ich würde fast sagen 2 cm. Hier ist das 2 cm auf 15 cm tief. Ah, hier haben wir auch wieder einen Regenwurm gehabt. Und dann wird das halt als Band abgelegt. So, hier ist unbefestigter Boden. Es ist halt im Prinzip eine Hybridmischung zwischen Boden bearbeiten und nicht bearbeiten. Man darf sich jetzt von der Oberfläche nicht täuschen lassen. Das sieht jetzt so aus wie Stoppelsturz. Die Erde, die man da bewegt, ist aber tatsächlich aus dem Bereich, den wir lockern. Der springt so ein bisschen rüber. Hier haben wir jetzt ungelockerten Boden.
Ich denke mal, die Saat haben wir euch schon in dem Kläden-Video gezeigt. Da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir gucken uns einfach nur noch mal den Bodenhorizont an. So. So sieht es im Prinzip aus. Müssen wir mal gucken, wo die Saat jetzt ist. Hier ist jetzt gelockerter Bereich. Hier ist noch eine Wurzel drin, die wir erhalten will. Hier ist gelockerter Bereich. Hier ist im Prinzip, sieht man ja selber, die Wurzel noch in der Erde. Wir lassen das halt alles ganz. Wir haben hier oberflächig im Prinzip hier einmal die Saat. Da war sie und hier müsste sie jetzt auch kommen. Irgendwo hier zwischen. Als Band abgelegt auf eine Breite von 15 cm. Finden wir jetzt erstmal. Hier war sie. Hier ist sie. Da und da und da. So, das heißt, wir haben diesen Bereich hier gar nicht bewegt. Und hier eigentlich auch nur ganz schmal. Da und da ganz schmal. Hier haben wir komplett nicht bewegt. Schön krümeliger Boden übrigens, ne? Genau. Das ist im Prinzip noch eine Steigerung, ne? Also weniger Bodenbearbeitung, aber halt nicht ganz ohne. Da gucken wir uns gleich noch mal jetzt die Direktsaat an. Kommen wir hier zur Direktsaat. Viele sind der Meinung, es ist keine Direktsaat, was die Primera macht. Doch, sie ist es laut Definition. Laut Definition ist Direktsaat gegeben, wenn die Maschine nur so viel Erde bewegt, die benötigt wird, um dieses Saatkorn abzulegen. Hier haben wir das Saatkorn und im Prinzip, wie man hier sieht, so tief lockert sie, legt die Saat ab und das, was hier drunter als Erde sich befindet, ist es das, was rechts und links vorbeigeht. Hier bis hier ist völlig unbearbeiteter Boden. Obwohl bis hier ist die nächste Saat. Hier ist wieder unbearbeitet, hier kommt wieder die Saat. Das heißt, hier haben wir die Saat drin. Ich denke, die Primera habe ich ja ausgiebig vorgestellt. Und hier. Wir haben hier eine Zinkensaat. Hat ganz schön Vorteil, es räumt im Prinzip Substrat beiseite. Wie wir aber auch hier gesehen haben, wenn Wildschaden da ist, schleppt das alles mit auf. Das heißt, da muss man wirklich was machen, irgendwie schneiden, Messerwalze. Und das Problem hat aber auch die Kläden. Das haben wir weniger auf dem Tigerdrill, weil sich das durch den großen Scharraum so ein bisschen vermischt und keine Haufen macht. Sicherlich, es ist da was da, es wird manchmal geschmissen, aber bei den Kläden und bei dem Primera ist es so intensiv, dass man halt stoppen muss, Gerät ausheben, weiter einsetzen, weil es so ein massiver Haufen ist. Ich glaube, hier brauche ich kein Bodenprofil ausgraben, obwohl ich könnte es hier einmal kurz machen. Muss ja auch gar nicht wirklich tief, damit man mal hier ein bisschen was sieht. So, wie man sieht, hier, wo ist das Saatband? Hier war lag das schon eben die Saat. Oder ist die hier oben? Da. Im Prinzip, wie man sieht hier. Wie tief der Eingriff ist, hier. Hier ist harter Boden, alles harter Boden. Da ist wieder weich, harter Boden. Also im Prinzip lässt man wirklich den Boden so, wie er ist. Sieht man auch an den Stoppeln. Ne, hier sind die meisten Stoppeln noch oben. Das, was jetzt nicht mehr oben ist, ist natürlich drunter gefahren oder kaputt gefahren. Hier fährt Svenny gleich noch rüber mit dem Güttler. Also hier walzen wir es gleich noch an. Man hat hier mitunter ein paar Körner oben drauf liegen. Da und da. Und wenn ich mir das auch so angucke, hier sind halt im Prinzip auch Bahnen, wo wir Transport gefahren sind. Da ist der Bereich natürlich, wo ich Bauchschmerzen habe. Also so einen ganzen Acker oder komplett 150 Hektar hätte ich mich hiermit nicht getraut, weil der ist schon ein bisschen so zusammengefahren, denke ich mal, dass man das später im Jahr sieht, im nächsten Jahr. Ich lasse mich gerne aber eines Besseren belehren. Wenn das nicht so der Fall ist und die Wurzeln haben tatsächlich so viel Triebkraft, dann ist das so. Ich vermute aber, dass man ein bisschen was sehen wird. Ich habe dieses Feld ausgesucht, weil es im Prinzip so ein bisschen den Durchschnitt der Jahre repräsentiert. Wir hatten dieses Jahr auch zur Ernte sehr feuchte Bedingungen. Am Anfang war alles gut, wirklich trockener Boden. Man hat Spuren von uns fast gar nicht gesehen. Dann wurde es immer ein bisschen feuchter, jetzt zum Ende noch feuchter. Hier in der Fläche alles gut, aber am Vorgewende sieht es natürlich immer ein bisschen anders aus. So, da werden Fahrzeuge natürlich mehrfach rübergerollt. Da sieht die Sache immer ganz anders aus. Ich halte in diesen Jahren für diese Bedingungen Direktsaat für ein sehr schwieriges Thema.
Klar, sicherlich kommt das Argument, die Böden wären befahrbar. Absolut, Leute, absolut, die Böden wären befahrbarer. Aber es ist was anderes, als wenn es ein Silobetrieb macht, der viel mit Silomais arbeitet, oder als wenn es auf Druschkulturen stattfindet. Hätten wir hier Raps angebaut, hätten wir roundabout 120 bis 160 Tonnen Raps runtergefahren. So, wir haben jetzt hier von der Fläche 1800 Tonnen Mais gefahren. 160, 1800. Das heißt, die Menge der Tonnen, die wir hier rüber bewegen, ist weitaus höher. Und das ist der Punkt, wo ich sage, in bestimmten Jahren wird Direktsaat sicherlich gut funktionieren. Aber in bestimmten Jahren muss man sich vielleicht auch eine Option noch offen halten. Wir werden das aber sehen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn das jetzt so ist und im nächsten Jahr steht hier ein Bombenweizen und man sieht gar nichts und so, sage ich, okay, dann ist das sicherlich eine Option. Dann können wir auch gerne viel mehr Direktsaat machen. Aber im Prinzip ist es ein Randtasten. Wo ist das Limit dieses Verfahrens, wo nicht? Man ist also, ja, diese Lager sind teilweise sehr verschlossen. Also dann gibt es irgendwann eigentlich nur noch Direktsaat und es gibt keine Alternativen dazu. Und ich will eigentlich das große Ganze zeigen und will auch die Grenze dieser einzelnen Verfahren zeigen und sagen. Ich hoffe, das ist so verständlich, was ich möchte. Also ich möchte mir das selber angucken, auf meinen Betrieb. Ne? Sicherlich können mir jetzt andere sagen, das funktioniert alles und es geht alles hervorragend. Wenn ich das nicht auf meinen Betrieb gesehen habe, dann ist das für mich nicht als Ist-Wert gegeben. Also ich muss Dinge immer auf meinen Betrieb sehen, damit ich Dinge auch so akzeptiere und sage, okay, stimme ich voll und ganz zu. Ich probiere es lieber selber aus und glaube nicht, dass irgendjemand redet. Und was ich auch so ein bisschen vermisst habe über die letzten Jahre YouTube, ich hätte gern, dass sowas im großen Stil jemand anlegt, dass man das ganze Jahr das Ganze in der AKF oder sowas verfolgen kann, und das mache ich jetzt. Ich möchte im ganzen Jahr euch zeigen mit Drohnenaufnahmen, wie verhalten sich die Unterschiede. Ich weiß nicht, wie wir es mit der Ertragsmessung hinbekommen. Wenn Kügi kommt, der hat 12 Meter, würde easy passen. Wenn ein anderer kommt, wer weiß, dann wird es nicht passen mit dem Ertragmessen. Wir müssen mal gucken, aber wäre super interessant. Wir können natürlich auch Mineralisationsunterschiede sehen, ne? Das ist auch so ein Punkt. Wir können aber auch, ja, vielleicht ist die Maiswurzel auch doch noch mehr intakt und hindert auch daran, dass der Boden sich halt in diesen Fahrspuren verdichten lässt. Vielleicht ist es gar nicht so, ne? Was heißt verdichten? Im Prinzip ist es immer nur das, ja, was die Pflanze ein bisschen hindert zum Wachsen, aber es ist ja nicht so, dass es da gar keine mehr wächst. Das ist halt so all das, was ich so ein bisschen rausfinden möchte mit diesem Versuch. Ja, haben die Hersteller fast unfreiwillig mitgemacht. Also es war eigentlich ein guter Punkt, dass jetzt alle hier waren, und dann ursprünglich war Clayton und Tigerdrill gedacht, und jetzt haben wir halt die Primera noch dazu bekommen, was eigentlich eine super Sache ist. Soweit erstmal, Leute. Ich hoffe, ich konnte das erstmal gut darstellen. Da vorne kommt wieder Svenny. Messerwalze ist erstmal alles nicht auffindbar, nicht auftreibbar gewesen, was wir bis jetzt hatten, was wir bisher haben. Also ich habe jetzt erstmal eine Menge angefragt. Ich habe vielleicht eine in Aussicht in 4 Wochen, aber irgendwie muss die Aussaat ja vorankommen. Aber bis jetzt gefällt mir das eigentlich ganz gut. Die Stängel sind größtenteils gequetscht, die sind schon vom Orbis alle aufgefasert gewesen. Das hat schon einen Riesenteil gemacht. Und wenn die jetzt noch mal gequetscht werden, gedrückt werden, dann kommt Feuchtigkeit rein, dann setzt die Frostsprengung ein. Die Natur hat da auch eine Gewalt drüber. Ist ein sehr, sehr gutes Mittel. Und letztendlich für mich, was ich nächstes Jahr vielleicht auch machen werde, ist mich mit der Thematik Schlupfwespen beschäftigen. Also eine natürliche Bekämpfung des Zünstlers mittels des Aussetzens von Schlupfwespen. Muss gucken, wie teuer das einfach ist. Vielleicht sagt man am Ende auch, ja, wir verzichten auf die mechanische Bekämpfung des Zünstlers und machen nur noch die Variante. Weil letztendlich muss ich sehen, ich habe 300 Hektar Mais hier, ein bisschen über 300 Hektar Mais. Wenn ich jetzt eine effektive Zünslerbekämpfung habe, dann ist das schön und gut. Aber ich denke, in meinem Umkreis von 30 Kilometer sind mindestens 5000 Hektar Mais. Und in den meisten Betrieben findet keine Zünslerbekämpfung statt. Von daher, vielleicht bekämpft man das auch nachher nur noch damit und sagt, okay, ich lasse das Mechanische sein. Weil dann habe ich ja im Prinzip hinten raus auch kaum noch einen Zünsler. Ja, so sieht es aus im Prinzip. Eine schöne Sache. Hier sieht man richtig, wie der gebrochen ist hier, ne? Wie der einmal aufgebrochen ist. Die beiden nicht, doch der hier oben. Aber der ist auch sauber. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das hat euch erstmal gut gefallen. Und dann gucken wir uns das Ganze natürlich in der AKFs an, wie das Ganze vonstatten geht, wie das Ganze wachsen wird.
Ich denke mal, mit dem Feldaufgang fangen wir an. Das auf jeden Fall gibt es in der AKF. Und da bin ich genauso gespannt wie ihr. Also bleibt dran, wenn euch der Versuch interessiert, lasst mir doch gerne ein Abo da. Das wird bombastisch geil. Also der Versuch wird cool. Der Versuch wird definitiv cool. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ganz wichtiger Punkt, Leute, den ich gerade vergessen habe. Das Ganze ist Striptill-Boden. Der wurde nicht im Frühjahr bearbeitet. Es ist alles komplett auf Striptill. Our love is growing cold, you're leaving out the door and say I don't know when I'll be home. Like needles in my heart, it's tearing me apart, just trying to find a light in the dark. I know that you're afraid, believe me when I say it's alright, we'll get by. Our colors fade away, I hope it's just a phase, I tell myself that we'll be okay. So hold on to me, baby, hold on. Put your hands into mine, wanna feel you close. So hold on to me, baby, hold on. Got our souls intertwined, I'm not letting go. To be a way out of this place. Just gotta follow our tracks. Remember what you said way back when we met. It went something like this. You take my breath away. It's crazy how you're making me feel. The way you're smiling at me, I want it back. This feeling I can see us working it out. You're all that matters to me. So hold on to me, baby, hold on. Put your hands into mine, wanna feel you close. So hold on to me, baby, hold on. Got our souls intertwined, I'm not letting go. So hold on to me, baby, hold on. Put your hands into mine, wanna feel you close. So hold on to me, baby, hold on. Got our souls intertwined, I'm not letting go. Tears run dry, two broken smiles. We're lost right now, so hold on, hold on. We just gotta hold on, hold on. I will never let go, let go. We just gotta hold on, hold on. I will never let go, let go. So hold on to me, baby, hold on. Put your hands into mine, wanna feel you close. So hold on to me, baby, hold on. Got our souls intertwined, I'm not letting go. So hold on to me, baby, hold on. Put your hands into mine, wanna feel you close. So hold on to me, baby, hold on. Got our souls intertwined, I'm not letting go. I wanna be with you always, 'cause that is what my heart says. I wanna be with you always, 'cause that is what my heart says.